Tief im Zschopautal erhebt sich eine der schönsten Ritterburgen Sachsens, die Burg Kriebstein. Sie war Schauplatz listiger Frauen, geheimer Schatzverstecke und adliger Machtkämpfe. Ihre Mauern erzählen Geschichten aus über 600 Jahren, von der Gründung durch Ritter Dietrich bis zu einem Schatz, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ans Licht kam. Die Burg Kriebstein erbaute in den Jahren zwischen 1392 und 1407 Ritter Dietrich von Bärwalde, einer der reichsten Edelleute des Landes, dem die gesamte umliegende Gegend unter dem Namen der Herrschaft Kriebstein gehörte. Bevor die Herren von Bärwalde im 14. Jahrhundert die Burg gründeten, lebten sie auf einer Turmhügelburg, die sich im Dorf Bärwalde befand. Mit ihrer Gründung wurde die Burg Kriebstein Wohn- und Herrschaftssitz der Familie, die bereits vor 1400 die Städte Waldheim und Harda besaß. Aufgrund der ersten urkundlichen Erwähnung der Burg, wonach sich Dietrich von Bärwalde im Jahr 1384 verpflichtete, den Griefenstein zu bauen, auf dem sein Vater gesessen, kann die heute stehende Burg weitgehend als einheitlicher Bau Dietrichs angesehen werden. Doch kaum hatte sich Ritter Dietrich in der neuen Burg niedergelassen, geriet er in eine Fehde mit Staupitz von Reichenstein, der Kriebstein belagerte und am Fastnachtsdienstag 1415 im Sturm einnahm. Dietrich von Bärwalde war der Gefangenschaft entkommen und wandte sich an den Landesherrn Markgraf Friedrich um Schutz und Hilfe. Der Markgraf zog daraufhin mit den Bürgern der Städte Freiburg, Rochlitz mit Weida vor die Burg und forderte den Ritter Staupitz zur Übergabe auf. Aber er war so gut mit Vorräten aller Art und Mannschaften versehen, dass er den Fürsten trotzte. Die Belagerung dauerte lange. Staupitz wurde schließlich durch Nahrungsmangel gezwungen, um Gnade zu bitten, und zwar in derselben Stunde, als der Markgraf, der an der Einnahme der Burg verzweifelte, bereits Befehle zum Rückzug erteilte. Der erbitterte Fürst wollte an dem ungehorsamen Vasallen schwere Rache nehmen, so forderte er die Öffnung der Burg auf Gnade oder Ungnade. Die Gemahlin des Staupitz bat den Markgrafen, dass wenigstens die Frauen mit den kostbarsten Sachen, die sie tragen konnten, die Burg verlassen durften. Als Friedrich der Streitbare zustimmte, muss er wohl an den Schmuck der Damen gedacht haben. Aber als sich am nächsten Morgen das Burgtor öffnete, trugen die Frauen ihre Männer auf den Rücken hinaus. Der Markgraf war von dieser listigen Tat der treuen Frauen von Kriebstein so gerührt, dass er Dietrich von Staupitz das Leben schenkte, der eigentlich den Tod verdient hätte. Mit dem Erwerb der Burg durch Hugold III. Von Schleinitz begann 1465 die zweite wichtige Bauphase. Schleinitz beauftragte als Obermarschall von Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht den wettinischen Hofarchitekten und Erbauer der Albrechtsburg in Meißen, Arnold von Westphalen, mit größeren Umbauten und Erweiterungen. Der quadratische Kapellenraum ist durch ein Kreuzgewölbe in 4 Joche gegliedert. In der Mitte bestimmt ein massiver Mittelpfeiler den Gesamtraumeindruck. Die raumhohen Fenster erhellen den Raum von der Zschopauseite her. Die Burgkapelle ist vollständig ausgemalt. Das um 1410 datierte Werk ist bis auf wenige kleine Zerstörungen nahezu vollständig erhalten. Mit den Darstellungen der Marienkrönung, der Anbetungsszene und der überlebensgroßen apokalyptischen Madonna im Strahlenkranz dominiert die Marienthematik die Raumgestaltung. Andere Darstellungen zeigen die Hölle mit dem Zug der Verdammten, die Seelenwägung, die Legenden vom heiligen Georg im Kampf mit dem Drachen
und vom heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler teilt, und über dem Altar die Kreuzigungsszene. Die gotische Stube bildet das Erdgeschoss des hinteren Schlosses, das Hugalt III. Von Schleinitz in Auftrag gab. Zusammen mit dem Küchenhaus und der Renovierung des Wirtschaftsflügels ist er Teil des ersten grundlegenden Umbaus der Burg von 1471. Der Wirtschaftsflügel mit dem neuen Tanzsaal und dem Brunnensaal sowie das sogenannte hintere Schloss und das Küchenhaus erhielten zu dieser Zeit ihr charakteristisches Aussehen. Hugold III. Stammte aus dem sächsischen Adelsgeschlecht von Schleinitz. Er trat in den Dienst des sächsischen Kurfürsten Ernst von Sachsen und seines Bruders Herzog Albrecht, die bis zur Leipziger Teilung 1485 gemeinsam regierten und ernannten ihn zu ihrem Obermarschall und Rat. Am Ende seines Lebens fiel Schleinitz wegen seiner Einmischung in die Leipziger Teilung bei den beiden wettinischen Häusern in Ungnade und zog sich auf seine Burg Kriebstein zurück, wo er im Januar 1490 starb. Nach dem Tod Hugolds von Schleinitz wechselten die Besitzer der Burg häufig. Erst im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts nahm die Familie von Schönberg die Bautätigkeit der Burg wieder auf. Mit seiner bemerkenswerten Deckenhöhe von 5 Metern ist der sogenannte Rittersaal einer der repräsentativsten Räume des gotischen Wohnturms. Das Altarbild stammt aus der ehemaligen Schlosskirche in Waldheim und zeigt Kurfürst Christian I. mit seinen Söhnen Christian II., Johann Georg I. und August und seine Frau Sophie, geborene Prinzessin von Brandenburg und Kurfürstin von Sachsen. Die Reste der historischen Rüstkammer und der Wache auf Burg Kriebstein werden in diesem Raum gezeigt. Die leichten Waffen waren in der Rüstkammer hoch oben im Wohnturm untergebracht. Die schwereren Waffen waren in der Wache vor dem Hungerturm direkt über der heutigen Burgschenke stationiert. Das Jagdzimmer ist Teil der Erweiterung der gesamten Etage durch die Familie von Schönberg im 17. Jahrhundert und zeigt deutlich einen Wandel der Wohnvorstellungen. Die großen Fenster schaffen Sichtbeziehungen und sorgen für viel Licht. Das Jagdzimmer hat den gleichen Wabenziegelboden wie der gotische Saal. Hier sind heimische Jagdtrophäen, Jagdwaffen und ein seltenes Jagdhorn ausgestellt. 1825 erwarb Hans Karl von Arnim die Burg. Bereits 5 Jahre später wurden Teile der Burg Kriebstein für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bemerkenswert ist, dass die Familie von Arnim die Burg instand hielt und auch größere Restaurierungsarbeiten durchführte. Es war im Frühjahr 1944. Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort weiß als Offizier der Heeresgruppe Mitte aus erster Hand, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Die weit überlegene Rote Armee wird bald in das Deutsche Reich einmarschieren. Aber was tun mit den Schätzen, die er auf Schloss Steinort in Ostpreußen gesammelt hatte? Gut Steinort war seit 1420 im Besitz der Familie. Er bittet die befreundete Familie von Arnim um Rat. Sie sind Besitzer der sächsischen Burg Kriebstein und bieten sie als Versteck an.
Einige der Lehndorffschen Schätze wurden 1944 in Eisenbahnwaggons nach Sachsen transportiert und auf Kriebstein eingelagert. Kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee in Sachsen mauerte der letzte Kammerdiener der Arnims hektisch einige besonders wertvolle Gegenstände in einen Kamin ein. Silber, Porzellan, Gold und einen großen Wandteppich. Er arbeitet in solcher Eile, dass dabei einige Stücke beschädigt werden. Dabei wurde er jedoch zum Retter des Kriebsteiner Schatzes. Im September 1945 wurde die Burg der Familie von Arnim im Rahmen der Bodenreform enteignet. Der versteckte Schatz im Kamin aber blieb unentdeckt. Der vergessene Schatz wurde bei der Restaurierung des Kamins zufällig wiederentdeckt. Ein Teil davon wird in der Burg ausgestellt. Eine Gedenkstätte für den Widerstandskämpfer Heinrich Graf von Lehnsdorff wurde daraufhin eingerichtet. Ein besonderer Schatz der Burg Kriebstein ist die Kriebsteiner Stube. Es handelt sich um eine einzigartig erhaltene farbige Bohlenstube aus dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts. Diese 3x4 Meter große Stube befindet sich im 3. Stock des Wohnturms. Mit der Bergung und Restaurierung des gesamten Raumes an seinem ursprünglichen Standort entstand ein außergewöhnliches Kleinod mittelalterlicher Raumgestaltung. Hugold III. Von Schleinitz beauftragte 1471 den Baumeister Arnold von Westphalen mit dem Bau eines neuen Wirtschaftsflügels. Daraus entstand der neue Tanzsaal. Heute der große Ballsaal. Der gesamte Raum mit der großen Fensterwand zum Hof trägt eigentlich die Handschrift vom Meister Arnold, wurde aber historisch überarbeitet, als Hans Henning von Arnim den Hofarchitekten Karl Moritz Hähnel mit größeren Renovierungsarbeiten im Wirtschaftsflügel beauftragte. Mit diesem wunderschönen historischen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen Einblick in die Geschichte der Burg Kriebstein erhalten und hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich wieder riesig über einen Daumen hoch freuen und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon mal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Burg Kriebstein ist weit mehr als ein mittelalterliches Gemäuer. Sie ist ein lebendiges Zeugnis von Mut, List, Macht und geheimnisvollen Schätzen. Wenn euch diese Reise durch die Geschichte gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr auch die nächsten spannenden Burggeschichten nicht verpasst.